It was like a girl. Hallo zusammen, schönen Gruß aus den Alpen. Ich stehe hier auf 2600 Meter. Da hinten ist Martigny, da hinten ist Mont Blanc, Frankreich. Also ich bin direkt an der Grenze zwischen Schweiz und Frankreich. Wie man im Hintergrund sieht, sind die Jungs hier am Spielen. Wir haben eine Highline, eine Slackline in der Höhe aufgebaut zwischen dieser Felssäule da hinten und dem Block hier. Ich bin als Fotograf dabei und habe dabei die Nikon D850 Testbericht, großer Review. Und ich habe die jetzt gut 2 Wochen gehabt und wer mir auf Instagram folgt, hat das in den Stories ja täglich gesehen oder verschiedene Filme und auf Facebook und so weiter natürlich. Ich war im Elbsandstein, ich war in Tschechien, ich war in Polen, ich bin jetzt hier in den Alpen unterwegs, ich war im Studio Porträts machen, ich war draußen Porträts machen. Also ich habe versucht, so ziemlich alles, was ich irgendwie mit der Kamera machen möchte, damit auch zu machen, weil Nikon sie ja als, sag mal so, als die ultimative Kamera anpreist, mit der man alles machen kann. Und das kann man tatsächlich. Und ja, es ist die Profilinie von Nikon. Natürlich ist es eine sehr, sehr gute Kamera und ja, sie ist teuer. Und jeder muss ein bisschen selbst entscheiden, ob das den Aufpreis wert ist oder nicht gegenüber einer D750 zum Beispiel. Es ist ja nicht die D750-Linie, sondern die 800er-Linie, also ist ja die Frage 810. Ich habe mit der 810 ein bisschen gespielt, wir haben sie auch mal nebeneinander gehalten. Und ich würde sagen, in allen wesentlichen Punkten ist sie besser geworden. Ob das reicht für eine Neuanschaffung, sagen wir ein bisschen dahingestellt. Aber sie macht mir als Fotograf das Leben auf jeden Fall sehr viel einfacher als noch mit der 810. Da ist das Display. Das Display ist viel hochauflösender oder wirkt jedenfalls viel hochauflösender, wirkt viel brillanter, klarer. Und dadurch, dass ich Touch habe und das Ding klappen kann, kann ich viele Sachen einfach ganz anders machen als vorher. Das sind Kleinigkeiten. Alle Fotos, die ich hiermit mache, kann ich auch mit der D810 oder D750 machen, natürlich. Aber wenn jedes Foto ein bisschen einfacher ist, habe ich als Profi einfach mehr Sicherheit, ich habe mehr Puffer. Einfacheres Leben ist irgendwie immer gut für jemanden im Berufsleben. Das wollen wir nicht vergessen. Es ist immer einfach, zu Hause im Wohnzimmer zu sagen, man muss dieses oder jenes machen oder das hätte man anders gemacht. Aber wenn man hier oben steht, auf eben 2600 Meter, die Luft ist dünn, ich habe schon die 2. Nacht im Zelt verbracht, kein fließend Wasser. Das heißt, ich bin irgendwie auch, hätte mal wieder Lust auf die Dusche. Dann ist alles ein bisschen anders. Zum Beispiel auch grobmotorischer. Es ist tatsächlich so, dass meine Hände zum Beispiel den ganzen Tag kalt sind, den ganzen Tag ein bisschen unempfindlich. Das ist gut am Felsen, das ist nicht so gut, wenn ich feinmotorisch arbeiten will. Nur um eine Kleinigkeit zu sagen. Und dann natürlich immer die Gefahr, ich zeig's mal hier. Also ich stehe wirklich direkt am Abgrund und es ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass man irgendwo ausrutscht oder irgendwo gegenknallt mit der Ausrüstung und so weiter. Ich drehe mich mal, ich stehe im Dunkeln, ne? Und deswegen ist es mir wichtig, dass ich halt Ausrüstung habe, auf die ich mich verlassen kann. Und Landschaftsfotografie oder Abenteuerfotografie, so Mensch bei der Arbeit, Mensch beim Sport, Mensch am Berg. Dafür will ich Ultraweitwinkel haben. Und zwar habe ich dabei das 20 mm. Oder ich will halt eben Zoom haben und dann halt auch mal ein Close-Up machen können. Zumal hier auch überall Gämsen und Steinböcke rumlaufen. Da komme ich nicht so richtig dicht dran. Mehr Zoom wäre besser, aber mehr Gewicht wird dann doch zu viel für mich. Und ich erwarte, dass ich eine Kamera habe, die ich auch mit Handschuhen bedienen kann. Das kann ich hier sehr gut. Ich habe einen halben Tag Handschuhe an. Es ist sehr windig hier oben.
Die Knöpfe sind alle groß und so, dass ich sie nicht aus Versehen auslöse. Das schätze ich extrem. Dann, ich habe es schon öfter angedeutet, das Touch-Display funktioniert extrem gut und dadurch, dass es so hochauflösend ist und so starke Farben hat, starke Kontrast, kann ich Bilder, ich habe keinen Laptop dabei, ich bin 3 Tage hier, ich habe keinen Laptop dabei und ich will Bilder bewerten können, beurteilen können. Und das kann ich an einem Display. Und ich nutze das tatsächlich, dass ich die Bilder auch bewerten kann. Das heißt, ich komme heute Nacht nach Hause und morgen früh kann ich die Bilder ins Lightroom laden und ich kann gleich von vornherein sagen, zeig mir nur die bewerteten Bilder und ich habe schon mal so ein paar Highlight-Bilder griffbereit. Ich erwarte, dass ich von der Outdoor-Kamera sehr hohen Dynamikumfang habe. Das habe ich hier, also extrem hoch. Ich habe extrem viele Pixel, die brauche ich normalerweise nicht, aber es ist gut, dass ich sie habe. Ich arbeite hier viel im Medium RAW. Dann habe ich immer noch gute 6000 Pixel auf der langen Kante. Und wenn ich da denke, oh, das könnte ein gutes Bild werden, dann schalte ich hoch auf groß. Und dann habe ich halt auch ein paar große Dateien dabei. Weil die Landschaft hier, man sieht es jetzt nicht, aber da ist der See und die Berge und das sind die Dents du Midi. Also es ist eine richtig geile Landschaft. Da bin ich tatsächlich mal froh, dass ich so viele Pixel dabei habe. Und da sind jetzt sicherlich 1, 2 Bilder dabei, wo man überlegen könnte, ob man die nicht auch mal in sehr groß ausdruckt. Autofokus ist immer zuverlässig hier, egal ob ich hier dichten Nebel habe, egal ob es dunkel ist. Ich habe einige Bilder in der Dämmerung, in einer blauen Stunde oder ganz im Dunkeln gemacht. Und ich konnte eigentlich immer Autofokus, wenn es nicht ganz dunkel war, Autofokus benutzen. Sehr gut, sehr einfach. Und wenn es dunkel ist, habe ich halt dieses extrem gute Display, auf dem ich halt auch beurteilen kann, ist das Bild im Fokus oder nicht. Also es war sehr viel einfacher als mit anderen Kameras. Man muss dazu wissen für die Nikon-User, man muss dazu wissen, dass man den PV-Button drückt, dass man die Blende also schließt, sonst ist die Vorschau total grieselig, sagt man hier. Und wenn ich das raufdrücke, dann ist sie scharf. Das so als kleiner Tipp am Rande. Und ein kleiner Tipp am Rande noch, den OK-Button drücken, wenn ich im Live-View bin, dann habe ich die Live-Vorschau und sonst habe ich nicht die Live, also die Belichtungsvorschau. Die habe ich nur, wenn ich auf den OK-Button drücke, kann ich an- und abschalten. Wusste ich bislang nicht, habe ich letzte Woche gelernt. Kleine Details. Also für Landschaftsfotografie hat sie sich extrem bewährt. Die 800er Serie ist typischerweise die Serie, die die Nikon-User für Landschaft benutzen. Ich habe sie mal neben der 810 gehalten, ein Kollege von mir hat die. Und das Display, was soll ich sagen, das Display ist nicht nur, ich habe nicht nur die beleuchteten Tasten, ich habe vor allem dieses extrem bessere Display. Es hat extrem aufgefallen. Der Griff hat extrem aufgefallen, also ich kann die ganz bequem den ganzen Tag auch mit dem großen Objektiv tragen und damit hier rumlaufen, das ist überhaupt gar kein Problem, weil sie so extrem gut ausbalanciert ist und so gut in der Hand liegt. Das macht sehr viel aus, weil die Kamera ist natürlich zu groß, um sie irgendwie in die Hüfttasche zu stecken, sondern die habe ich halt in der Hand oder im Rucksack. Und im Rucksack nützt sie mir nichts, wenn ich hier rumklettere. Das heißt, wenn ich hier am Abgrund stehe, habe ich sie immer in der Hand. Vorsichtshalber halt eben mit meiner Armschlaufe angebunden, aber per se laufe ich immer so rum. Ganz wichtiger Punkt. Also dieser Griff, es klingt so trivial, probier es halt mal aus. Du laufst damit mal eine Stunde durch den Mediamarkt, dann wirst du merken, wie viel das ausmacht. Extrem. Also mein Fazit für Landschaft wäre extrem gut. Ich glaube, ich kann ein paar Bilder zeigen. Es bleibt immer die Frage, hätte ich das auch mit der D750 machen können? Ja, ich denke schon. Ich habe halt mehr Pixel. Ich habe ein bisschen besseren Autofokus, den brauche ich hier manchmal. Bei reiner Landschaftsfotografie gar nicht. Also ist schwer zu sagen. Ich glaube, ich hätte alle Bilder auch mit der 750 machen können. Aber was soll ich sagen? Ich habe halt mehr Vertrauen da drin. Ich bin hier am Berg, es ist extrem anstrengend, es sind Entbehrungen hier oben. Und dann habe ich natürlich gerne eine Kamera dabei, auf die ich mich verlassen kann, wo ich weiß, die funktioniert immer, egal was ich mache. So, dann was habe ich noch gemacht? Porträts. Porträts, jetzt kommt der Autofokus ins Spiel. Was soll ich sagen, ist der Autofokus der D5. Da gibt es genug Reviews zu, das muss ich nicht alles wiederholen. Der Autofokus ist einfach wirklich genial gut, der sitzt immer. Ich kann die Autofokus Micro Adjustment machen für lichtstarke Objektive, das musst du bei lichtstarken Objektiven machen. Das geht hier sehr einfach, Knopfdruck, dann ist das gemacht. Und dann sitzt der wirklich immer. Ich hatte, glaube ich, nicht einen einzigen Fehlfokus bei, keine Ahnung, 1000 Bildern oder so. Also extrem, wirklich extrem. Wichtig ist hierbei, wie groß sind die Autofokusfelder, also welchen Bereich decken sie ab. Auch das ist sehr gut hier. Man sagt schnell, es dürfte mehr sein, aber es braucht gar nicht mehr. Es hat die ich haben will, hat es. Weil wichtiger ist mir, dass ich schnell wechseln kann. Ich will das Ding oben rechts haben, nein, jetzt unten links, weil die Menschen sich bewegen. Der guckt nach da, er guckt nach da, ich schwenke die Kamera. Und ich kann extrem schnell, entweder hiermit oder hiermit, ich habe 2 Joysticks quasi, mit denen ich wechseln kann. Perfekt. Also die Bedienung, die ganze Haptik. Das Ding ist scheiße im Rucksack, gar keine Frage, aber sobald man das in der Hand hat,
Ich habe lange mit mir gerungen, auch wie ich das rüberbringe, auch damit das nicht wieder heißt, der Wiesner ist von Sony, Canon, Nikon gekauft und so weiter, bin ich nicht. Das höre ich ja immer, egal über welche Kamera ich spreche. Es macht einfach wirklich Spaß damit und es fühlt sich einfach wie ein richtig geiles Werkzeug an, wenn man es in der Hand hat. Und wie gesagt, so schwer ist sie nur im Rucksack und da gehört sie nicht hin, die gehört in die Hand. Was soll ich sagen? 8K Timelapses, ja, ich kann 8K Timelapses damit machen, das ist mir relativ egal. Das ist nichts Spezielles oder sowas. Ich habe einfach ein Intervallprogramm drin, dann erstellt er mir halt 1000 Bilder oder so und dann kann ich damit machen, was ich will. Ich muss damit machen, was ich will. Das heißt, wenn ich 8K haben will, dann habe ich diese großen Dateien, die ich irgendwie verarbeiten muss und ich kann dann halt reinzoomen, ich kann durchswipen in dem Video und so weiter, das ist nice. Ja, es ist nice. Kein richtiges Killer-Feature. Interessanter ist der Silent Shutter. Die Kamera hat einen relativ lauten Shutter, das täuscht in den Videos, weil es dann immer nah am Mikrofon ist. Der ist nicht so laut, wie er in den Videos klingt, aber der ist relativ laut. Ich kann ihn lautlos machen und das hat vor allem bei Timelapse den Vorteil, ich habe keinen Spiegel, der schlägt. Das heißt, ich kann 1000 Bilder machen und habe nur eine einzige Auslösung. Das schont natürlich das Equipment, das ist prinzipiell immer gut. Fazit, ich hatte sie jetzt 2 Wochen. Ich habe zwischendurch das Review geschrieben, schon im Blog. Und da habe ich ein bisschen gesagt, ja super, aber. Und da bleibe ich halb bei, weil das war vor diesem Wochenende. Also ich habe in einem Review geschrieben, sie ist mir zu schwer, um sie mit in die Berge zu nehmen. Das stimmt offensichtlich nicht, weil wenn die Kamera zu schwer ist, bin ich zu schwach. Und da ich hier der Älteste in der Runde bin, muss ich den jungen Leuten ja zeigen, dass es geht. Hä? Nein, ernsthaft, das ist ja nur eine Frage der Gewöhnung. Also schwer ist ja wirklich eine Frage des Bizeps. Sie passt so oder so nicht in die Hüfttasche, egal ob sie D750 ist oder die. Das ist der wichtige Punkt, sie ist nicht griffbereit. Und dann ist das Gewicht im Rucksack fast egal. Hier zeige ich nochmal Größe und Gewicht so ein bisschen im Vergleich. Also der Schlafsack, das Zelt von Wechsel und die Isomatte zusammen sind größer und schwerer als meine Kamera. Und trotzdem habe ich sie hier hochgeschleppt. Aber ja, sie ist schwer, das muss man wissen. Sie ist teuer und das ist natürlich das Problem, wenn ich sie hier fallen lasse, ist sie weg. Wenn sie mir geklaut wird auf Reise, das ist einfach ärgerlich. Das kann man mit der Versicherung natürlich lösen. Die Versicherung kostet auch wieder. Muss man selbst ein bisschen entscheiden. Aber einfach, dass du dessen bewusst bist, offensichtlich, ja, sie ist teuer. Wenn ich jetzt hier die D750 mitgenommen hätte, weil das war so ein bisschen mein Fazit von dem Review, dass ich gesagt habe, D750 ist eigentlich genauso gut. Sie ist in allen Punkten besser, aber die Frage ist das relevant? Nutzt mir das was? Ich habe es gesagt, ich hätte hier alle Bilder auch mit der D750 machen können. Es macht viel mehr Spaß. Es fühlt sich einfach viel professioneller an, was soll ich sagen? Also ich kann es nicht rüberbringen, ich habe da wirklich lange mit mir gerungen, wie ich das mache. Ich kann es nicht rüberbringen. Das muss man ausprobieren. Leise dir ein Wochenende aus, mach dir selbst ein Bild. Ich habe jetzt einfach das Problem, ich saß zu Hause und ich habe gesagt, nehme ich jetzt eine meiner alten Kameras oder nehme ich die mit. Die alten Kameras sind alle billiger, alle leichter. So, billiger auch, aber leichter vor allem. Und da habe ich letztlich gesagt, ich nehme die leichtere mit, mache Abstriche, weil ich zu schwach bin. Das kann es ja wohl nicht sein. Und das ist jetzt männliches Ego, also aus männlichem Ego habe ich sie mitgenommen. Ich bin froh, dass ich sie dabei habe. Ich hatte mega Spaß mit den 20 mm. Ich hatte noch nie 20 mm Festbrennweite dabei. Für solche Abenteuersachen sehr cool. Also sehr cool. Auch gerade auch Porträts nah dran, Emotionen einfangen und so ein bisschen irgendwie damit spielen. Macht Laune. Die meisten Bilder werde ich löschen, Verzerrung, große Nase und so weiter. Aber es macht richtig Spaß, 20 mm Festbrennweite an so einer Kamera. Selten so viel Spaß gehabt beim Fotografieren. So, und der letzte Punkt ist Studiofotografie. Das bleibt natürlich ein Manko als reiner Studiofotograf. Das mache ich halt kaum noch. Als reiner Studiofotograf würde ich nicht mit Nikon arbeiten, sondern mit Canon, weil die Hauttöne sind hier gut. Nimmt sich jetzt, glaube ich, nicht mehr furchtbar viel. Vielleicht ist Canon ein Tick, vielleicht bin ich auch nur mehr dran gewöhnt. Da können wir wirklich über Geschmack reden. Aber Tethered Shooting. Das heißt, ich schieße direkt in den Computer rein und das geht bei Canon so, dass das Bild auf der Kamera ist und im Computer. Das geht hier nicht. Das heißt, ich mache ein Foto, ich kann dann nicht gucken, ich muss dann zum Laptop gehen und also Unding. Ich weiß nicht, wie man so arbeiten kann. Das heißt, ich kann hiermit nicht effektiv Tethered shooten. Für Menschenfotografie, für Produktfotografie natürlich schon. Und deswegen würde ich sie nicht als Hauptkamera für Studio nehmen, sondern natürlich eine 5D nehmen oder sowas. Wenn ich das hauptberuflich machen würde, mache ich nicht. Ich mache sowas hauptberuflich und da ist Nikon halt einfach ein Riesenvorteil. Jetzt fragen mich alle, was ist mit der Sony A7 und so weiter und so fort. Es gibt genug Seiten, die Reviews dazu machen, die Bilder vergleichen, guckt dir die Bilder selbst an. Ich habe halt das Problem, dass ich halt dicke Daumen habe. Ich arbeite gerne mit den Sonys, weil die so klein sind. Die Bildqualität ist superb, gar keine Frage. Aber mit Handschuhen kann man sie halt nur sehr bedingt bedienen und die hier halt sehr viel besser. Bilde selbst eine Meinung. Also ich würde nicht sagen, das eine besser. Die A9 hätte ich genauso viel Spaß mit gehabt, gar keine Frage, um das so zu sagen.
Hat sie mehr Dynamikumfang nach allem, was ich lese? Ja. Irgendwelche formalen Tests habe ich da nicht gemacht. Auf jeden Fall ist es so, dass der Dynamikumfang einfach eine Bombe ist. Ich gebe ein Bild frei, könnt ihr runterladen, die Frauenkirche in Dresden. Da könnt ihr mal an den Reglern reißen, guckt halt mal die Schatten an, sucht eine dunkle Stelle, zieht die mal 2, 3 Blenden hoch und guckt halt mal, wie viel Rauschen da drin ist, ob das zu viel Rauschen ist oder nicht. Bildet ihr selbst eine Meinung. Ich habe das hier halt sehr, sehr viel. Schlusswort, ich höre auf, ich laber. Ich habe das hier sehr, sehr viel. Wenn ich von da, wo die Jungs stehe, oh krass, Mann, da. Jetzt wird mir schwindelig. Wenn ich hier also rüber fotografiere, dann ist die Felswand sehr dunkel gegenüber dem hellen Himmel. Wenn ich den Himmel nicht ausbrennen lassen will, ist die Felswand fast schwarz. Mein Auge kompensiert das, mein Auge kann das, aber die Kamera nicht, schon gar nicht als JPEG. Das heißt, ich habe hier den ganzen Tag ständig das Problem, dass ich riesigen Dynamikumfang habe und brauche. Vielleicht eine ungewöhnliche Situation, aber ich habe das hier halt und bin deswegen so froh, dass ich weiß, besser geht's nicht. Wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht, aber es geht nicht besser. Also liegt nachher nicht daran, wenn die Bilder nicht cool werden, liegt das nicht an der Kamera, dann liegt es auch nicht an mir, dann liegt es einfach an der Situation, weil mehr Dynamikumfang geht nicht und ich kann immer eine Belichtungsreihe machen. Schlusswort habe ich eben schon gesagt, ich war letzte Woche unterwegs im Elbsandstein und in Polen mit dem Richard und er hatte die Canon 70D dabei und er hat halt immer Belichtungsreihen gemacht und ich halt auch, aber ich habe sie nicht benutzt und er hat sie benutzt. Den Bildern sieht man das nachher nicht an. Er hat halt mehr Arbeit in Nacharbeit. Und ich habe die Zeit nicht für die Nacharbeit. Weil bei mir ist Zeit ein Thema. Aber er macht das als Hobby und ich mache ein paar tausend Bilder mehr als er. Deswegen ist es ein Thema. So, ich hoffe, ich habe nicht nur verwirrt, ich hoffe, ich habe ein bisschen Lust drauf gemacht, die Kamera auch mal auszuprobieren. Weil, was soll ich sagen, sie macht Spaß. Sie macht wirklich Spaß. So, Disclaimer, das ist ein Leihgerät von Nikon Deutschland, sowohl das Objektiv als auch die Kamera. Ich habe hier sehr viel offenblendig gearbeitet mit dem 20 mm, also ganz viel bei Blende 2, sehr nah dran. Das heißt, der Autofokus muss dann auch trotz 20 mm sitzen. Hat mir extrem Spaß gemacht, habe ich so noch nie gemacht. Ich bin halt viel dichter dran. Ich kann Emissionen besser einfangen, Stimmung besser einfangen. Ich wette, viele von den Fotos lösche ich nachher im Sinne von verzerrt, Nase zu groß und all diese Dinge. Aber es hat furchtbar Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Und es gibt so dieses Reporter-Feeling. Muss man vielleicht auch mal ausprobiert haben. Macht das mal. Gerade hier so in diesem Expeditionscharakter und dann so nah dran und so weiter. Es fühlt sich an, wie als wenn ich für, keine Ahnung, National Geographic arbeiten würde. Mache ich nicht, will ich nicht, werde ich nicht. Aber es fühlt sich so an und das ist cool. Noch kurz zum Filmen. Ich habe ein paar Mal gefilmt damit. Sie ist halt nicht die richtige Kamera für mich zum Filmen. Man kann damit filmen, das sieht auch sehr, sehr gut aus. In 4K. Der Sound hat ein hohes Grundrauschen, man hat keinen Autofokus, der irgendwie sinnvoll ist, kein Bildstabilisator. Und deswegen ist für das, was ich mache, nicht sinnvoll. Ich filme jetzt mit der GH5, weil die 50p in 4K hat. Das hat die Nikon nicht. Für mich ein Killer-Feature, deswegen habe ich die GH5. Aber ich lebe halt auch vom Film. Für mich ist das wichtig. Um mal schnell noch einen Film zu machen auf dem Stativ, ja klar, das geht sehr gut. So, ich bin jetzt seit 3 Tagen unterwegs. Ich gehe mal ins Mini und ich sag mal Akkudiagnose. Ups. Mini Akkudiagnose. Ich bin auf 28%. Ich habe 723 Bilder gemacht mit dem Akku, davon ganz viel im Live-View. Zwischendurch haben wir kurz gefilmt und so weiter. Und hier oben teilweise bei dicken Minusgraden. Die große Frage ist ja so ein bisschen, braucht man die Kamera? Also ich habe die D750, sie ist 3 Jahre alt, sie müsste langsam mal ersetzt werden. Und natürlich ist die Frage, soll ich jetzt halt eben die große Nikon nehmen? Sie wäre in allen Punkten besser, das ist so. Wenn ich sie selbst bezahlen muss, würde ich sie mir jetzt nicht gönnen. Ich habe mir auch die 800er Serie nicht gegönnt, weil ich auch da denke, Preis-Leistung für das, was ich mache, weil ich die Pixel nicht brauche, würde ich den Mehrpreis nicht bezahlen. Wenn ich die jetzt behalten kann von Nikon, ja, natürlich behalte ich sie dann. Wäre dumm, wenn nicht. Also, come on. Wenn ich mir die nächste neue Kamera kaufen müsste, würde ich warten auf die D750-2 oder sowas. Die wird ja auch irgendwann rauskommen. Die wird ein bisschen besser sein als die jetzige. Die jetzige ist schon ziemlich gut. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach sehr viel besser. Das Gewicht ist ein bisschen besser. Und von so ist es für das, was ich mache, ein Tick sinnvoller. Sage ich mal vorsichtig so. Nichtsdestotrotz hat mir noch nie eine Kamera so viel Spaß gemacht. Und das sage ich jetzt nicht, weil irgendwas, sondern das ist tatsächlich so. Ich glaube, das hat man mir auch ein bisschen angemerkt, wenn man mich verfolgt hat in den Live-Stories und so weiter. So, jetzt wird es langsam mal ein bisschen anspruchsvoller. Eine mega Landschaft, Männer. Das ist so unglaublich schön hier. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Wenn das nicht so scheiße schwer wäre, verdammt. Ich zeige das nochmal nach unten.
mega Fotos gibt das. Bleib gespannt. Und ich sage es nochmal, das liegt einfach daran, weil das ein richtiges Profi-Werkzeug ist und es spielt auch gar keine Rolle, ob da Canon, Nikon oder Sony draufsteht. In dieser Preislage sind die alle gut und machen alle furchtbar viel Spaß. Und das bleibt letztlich eine Frage des persönlichen Geschmacks, welche Kamera einem lieber liegt, ob man lieber eine kleine oder eine große Kamera in der Hand hat und ob man schon halt Zubehör hat und so weiter und so fort, würde ich sagen. Das war's. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Lust drauf machen, die Kamera vielleicht mal auszuprobieren. Weil, wie gesagt, ich kann die Qualitäten schlecht rüberbringen, weil die alten Kameras, eine 810, eine D750, die sind halt auch schon so gut. Wenn sie in allen Kleinigkeiten einen Tick besser ist, wie viel ist das wert? Sei mal dahingestellt. Meine D750 ist 3 Jahre alt, die ist sowieso abgeschrieben, ist sowieso langsam dran, ersetzt zu werden. Ja, ich muss mal mit Nikon reden. Ich ringe mal mit mir, weil das ist ein bisschen das Problem. Nachdem ich jetzt mit der gearbeitet habe, ja, möchte ich natürlich nicht mit einer schlechteren Kamera weiterarbeiten. Wenn man sich da mal daran gewöhnt hat, dass man sich immer darauf verlassen kann, dass der Autofokus immer sitzt, das ist halt schon echt ein Punkt.